Das Ende des Petrodollars. Ein schleichender Wandel. Wissen Sie, was passiert, wenn der wichtigste Rohstoff der Welt nicht mehr mit der wichtigsten Währung der Welt gehandelt wird? Erwarten Sie keine gewaltigen Explosionen oder Apokalypsen-Szenarien wie aus dem Kino. Wir werden keine roten Warnbildschirme sehen, die über Nacht den Zusammenbruch von allem und das Ende der amerikanischen Macht verkünden. Der Prozess wird viel langsamer, technischer und anfangs sogar fast langweilig verlaufen. Genau darin liegt die eigentliche Gefahr. Alles beginnt damit, dass die Anzahl der obligatorischen Transaktionen in Dollar abnimmt, bilaterale Abkommen zunehmen und immer mehr Öl in versteckten Winkeln mit Yuan oder lokalen Währungen verkauft wird. Die automatische Nachfrage nach dem Dollar, der seit Jahrzehnten geräuschlos im Zentrum der globalen Finanzen thront, wird einfach ein wenig nachlassen. Aber dann beginnt das eigentliche Problem. Fragmentierte Reserven, geschwächte Sanktionsmechanismen und ein System, das sich langsam, ohne offizielle Ankündigung, aus der Welt des Dollars verabschiedet. So schwindet monetäre Macht. Nicht mit einem Knall, sondern durch das schrittweise Brechen von Gewohnheiten. Der Begriff Petrodollar wurde so oft missverstanden, dass er heute irgendwo zwischen echter Finanzwelt und Internetlegenden feststeckt. Die einen halten ihn für einen geheimen Knopf, der das amerikanische Imperium im Alleingang aufrecht erhält. Eine sehr oberflächliche Sichtweise. Die anderen zucken mit den Achseln, als hätte er keinerlei Bedeutung. Das ist wiederum zu einfach gedacht. Die Realität ist wesentlich klarer. Der Petrodollar hat die Vorherrschaft des Dollars nicht allein erschaffen, aber er hat sie zu einer Gewohnheit, einer Routine gemacht. Seit Jahrzehnten wird Öl, das strategisch wichtigste Gut der Welt, stets in Dollar bepreist. Was bedeutet das? Dass jeder, der Öl braucht, auch Dollar benötigt. Von den Banken, die die Schiffe finanzieren, bis hin zu den Zentralbanken, die Reserven halten, alle Wege führten über den Dollar. Die Ölverkäufer wiederum investierten ihre Gewinne erneut in Dollaranlagen. Der Ölhandel schuf also einen Kreislauf, der den Dollar kontinuierlich nährte. IWF-Daten zeigen, dass der Dollar trotz der zunehmenden Nutzung des Yuan immer noch der Chef im Welthandel ist. Um jedoch zu verstehen, warum dieses Thema so kritisch ist, müssen wir zurück in die frühen 1970er Jahre gehen. Damals hatte Amerika ein ernsthaftes Währungsproblem. 1971 beendete Präsident Nixon das System, bei dem der Dollar an Gold gekoppelt war. Amerika hatte viel mehr Dollar gedruckt, als es Gold besaß, und die Welt war sich dessen bewusst. Die alte Golddisziplin hinter dem Dollar existierte nicht mehr. Der Dollar brauchte etwas anderes, das stark genug war, um sicherzustellen, dass die Welt ihn weiterhin nutzt. Genau in diesem Moment betraten die Ölschocks der 1970er die Bühne. Saudi-Arabien und andere Produzenten begannen gigantische Summen zu verdienen, und dieses Geld floss über das, was wir Petrodollar-Recycling nennen, zurück in westliche Banken und amerikanische Vermögenswerte. Das heißt, nachdem die Ära des Goldes endete, blieb die Welt dank des Öls weiterhin auf den Dollar angewiesen. Dies war weniger ein geheimes Abkommen als vielmehr ein praktisches Zahnrad, das das System am Laufen hielt. Die Stärke des Dollars liegt nicht nur im Vertrauen der Menschen, sie liegt darin, dass das System eine Flucht vor ihm extrem kostspielig und schwierig macht. Wenn Öl gegen Dollar verkauft wird, endet das Geschäft nicht einfach mit einem Fass Öl. Banken, Clearingsysteme, Reserven, alles ist auf den Dollar ausgerichtet. Das ist kein Nebeneffekt, sondern der Hauptbrennstoff der Maschine. Stellen Sie sich nun vor, diese Maschine beginnt langsam zu rosten. Stellen Sie sich vor, dass Ölladungen in Yuan, Euro oder lokalen Währungen bezahlt werden, dass diejenigen, die Sanktionen umgehen wollen, das Dollarsystem einfach umgehen. Der Dollar verschwindet nicht schlagartig, aber die automatische Nachfrage endet. Wenn der Energiehandel den Dollar nicht mehr so reibungslos füttert wie früher, wird auch Amerikas Finanzmacht nicht mehr so reibungslos funktionieren. Der entscheidende Punkt ist folgender: Diese Alternativen müssen nicht so perfekt wie der Dollar sein. Es reicht völlig aus, wenn sie für bestimmte Geschäfte nützlich genug sind. Monetäre Imperien enden nicht damit, dass jemand aufsteht und sagt:
Ich bin der neue Anführer. Sie werden schwächer, wenn Gewohnheiten enden, Optionen zunehmen und das Gefühl der Unausweichlichkeit verschwindet. Und was ist das Ergebnis? Die Welt geht nicht unter, aber die Weltfinanz wird komplexer, politischer und fragmentierter. Der Dollar ist dann nicht mehr das unangefochtene Gravitationszentrum, sondern ein sehr großer Spieler, der jedoch Konkurrenten hat. Der Petrodollar war wichtig, weil er Energie in finanzielle Macht verwandelte. Wenn diese Macht schwindet, erwartet uns keine freiere Welt, sondern eine fragmentiertere Welt, die weitaus schwieriger zu steuern sein wird. Die Geschichte wiederholt sich, weil sich die menschliche Psychologie und Machtinteressen nie ändern. Wenn dir dieser Blickwinkel gefallen hat, dann bleib dran. In den staubigen Seiten der Vergangenheit liegen noch viel mehr Antworten. Das war's für heute bei Die Vergangenheit. Vergiss nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Wir sehen uns morgen.